Herzlich willkommen hier an der Open Hybrid Lab Factory in Wolfsburg. Mein Name ist Michael Thomas und ich leite an der OLF das Fraunhofer Zentrum Circular Economy für Mobilität. Ich bin gleichzeitig der Projektkoordinator des vom BMFTR geförderten Verbundprojektes Circular Polymer Production Technology. In Cirprotech entwickeln die Unternehmen Volkswagen, Invent, Frick und Maller, SPS, Telalux, RTT, Domo und Polytech zusammen mit der TU Braunschweig und dem Fraunhofer IST nachhaltige Lösungen, um Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe, auch CFK genannt, und Kunststoffe im geschlossenen Kreislauf industriell nutzbar zu machen. Die Mobilitätsbranche steht vor der Herausforderung, hohe Recyclingquoten und nachhaltige Produktionsprozesse zu realisieren. Bereits in wenigen Jahren soll in Fahrzeugen der Anteil an Rezyklat in Kunststoffen über 20% sein. Dazu ist es notwendig, ausreichende Mengen an qualitativ hochwertigen Rezyklaten, insbesondere aus Altfahrzeugen, zurückzugewinnen. Die Herausforderung im Projekt ist dabei, dass sowohl Kunststoffe als auch CFK-Bauteile schwer zu recyceln sind. Bestehende Verfahren sind oft ineffizient oder beeinträchtigen die Materialqualität. Unser Schwerpunkt am Fraunhofer IST ist die Entwicklung neuer Verfahren zur Behandlung von Oberflächen. Für das CFK-Recycling wird die plasmaunterstützte Pyrolyse erforscht, um Kohlenstofffasern zurückzugewinnen. Hier nutzen wir einen innovativen Ansatz mit Mikrowellenplasmern, bei dem die Kohlenstofffasern gezielt ohne Schädigung freigelegt werden können. Bei Kunststoffen aus Altfahrzeugen kommen viele weitere Faktoren zusammen. Sie können lackiert oder verdreckt sein, aber auch Spuren aus Schadstoffen enthalten. Im Projekt werden verschiedene Reinigungs- und Entschichtungsprozesse zur Erhöhung der Materialqualität untersucht. Um genau diese Qualität zu beurteilen, ist ein umfassendes Wissen über die Eigenschaften und Zusammensetzung der Rezyklate notwendig, damit diese Sekundärwerkstoffe später industriell nutzbar sind. Hallo, ich heiße Hartwig Schneider. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Füge- und Schweißtechnik der TU Braunschweig. Unser Schwerpunkt im Projekt liegt in der Analyse der Materialien, um die gewonnenen Erkenntnisse für Inline-Sortier- und Produktionsprozesse nutzbar zu machen. Die zuverlässige Detektion unterschiedlicher Kunststoffarten ist für Grundvoraussetzung für einen sortenreinen Stoffstrom sowie hochwertige Sekundärwerkstoffe nach einem mechanischen Recycling. Der hier verfolgte Ansatz stellt eine Kombination verschiedener bekannter spektroskopischer Messtechnologien wie zum Beispiel Infrarotspektroskopie und MIR mit für Kunststoffe neuen Messverfahren wie Terahertz-Spektroskopie in einem Erkennungssystem dar. Es wird damit das Ziel verfolgt, bisherige Detektionslücken für Kunststoffe zu schließen. Ein wesentliches Projektziel ist eine robuste automatisierte Materialerkennung, die weitgehend unabhängig von dem jeweiligen Materialzustand ist. Dazu wird im Projekt von den Partnern eine Datenbank aufgebaut, für die Materialkarten mit analytischen Daten und Spezifikationen generiert werden. Dieses Wissen soll dann genutzt werden, um eine effiziente Materialsortierung und Bewertung zu ermöglichen. Hi, mein Name ist Paul Ohnesorge und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IST und am Institut für Werkzeugmaschinen- und Fertigungstechnik der TU Braunschweig. Unser Schwerpunkt im Projekt liegt in der Datenerfassung und Nutzung für die ökologische Bewertung und Optimierung der zirkulären Produktion. Um solche Bewertungen vornehmen zu können, sind Daten aus der Produktion nötig, die schon beim Zulieferer erhoben werden müssen. So kann der ökologische Fußabdruck im Rahmen einer Ökobilanzierung bestimmt werden. Dabei sind insbesondere Material- und Energieverbräuche wichtig. Wir nutzen diese Daten aber auch, um zukünftige Entwicklungsszenarien abzubilden. So können beispielsweise Veränderungen in der Energiebereitstellung, etwa durch einen steigenden Anteil erneuerbarer Energien, systematisch berücksichtigt werden. Auf dieser Basis lassen sich nicht nur aktuelle, sondern auch langfristige Aussagen zur ökologischen und ökonomischen Tragfähigkeit zirkulärer Produktionskonzepte treffen. Ziel ist es dabei, Ressourcenverbräuche gezielt zu senken und fundierte Entscheidungsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Prozessketten bereitzustellen. Die meisten dieser Daten können auch für die Optimierung der Produktion und des Recyclings genutzt werden. Im Projekt entwickeln wir einen datengetriebenen Ansatz zur Produktionssteuerung, der sich auf die zirkuläre Produktion spezialisiert, aber auch auf andere Anwendungsfälle übertragbar ist. Er adressiert insbesondere die Schwankungen der Qualität durch einen variablen Rezyklateinsatz. Diese Schwankungen werden durch eine flexible Anpassung der Prozessparameter, ein entsprechendes Monitoring und ein flexibles Eingreifen in die Folgeprozesse aktiv beeinflusst, wobei die unterschiedlichen Produktionsziele wie Kosten, Energiebedarf und Qualität unterschiedlich hoch priorisiert werden können. Gerade im industriellen Maßstab muss vor allem die Qualität verlässlich vorhergesagt und stabilisiert werden können, um Ausschuss zu verhindern. Durch das Projekt Cirprotech wollen wir erreichen, dass über neue Recyclingtechnologien Sekundärrohstoffe besser genutzt und somit Abfälle reduziert werden können.
So wird die Umweltbilanz in der Mobilität, aber auch in anderen Branchen nachhaltig verbessert. Die entwickelten Verfahren und Methoden werden zukünftig neue wirtschaftliche Potenziale für Unternehmen ermöglichen, die auf eine zirkuläre Wertschöpfung setzen. Gleichzeitig entwickeln wir hier die Grundlagen für standardisierte, datengetriebene Recyclingprozesse. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt, hier an der OLF in Wolfsburg unter einem Dach mit Industrie und Forschung in einer hochwertigen Labor- und Forschungsinfrastruktur zu arbeiten. Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Kreislaufwirtschaft. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Unsere Kompetenzen aus der Region für die Region stehen für Innovation und Praxisnähe.